Jo Leute, hier ist Alia live aus Paris mit dem einzig wahren Ladybug-Blog. Für die, die nicht wissen, was das ist, willkommen auf dem tollsten Blog aller Zeiten. Die Idee dahinter ist, meine exklusiven Videos von unserer Superheldin Ladybug mit euch zu teilen. Wieso? Weil sie großartig ist. Ohne ins Schwitzen zu geraten, schafft Ladybug es jeden Schurken, der hier auftaucht, aufzuhalten und Paris zu retten. Ich sag euch, sie ist wirklich die Beste. Das war's, Timebreaker. Viele von euch fragen mich, wie ich es schaffe, immer dann zur Stelle zu sein, wenn Ladybug in Aktion tritt. Ganz einfach. Ich krieg eine Nachricht auf mein Handy. Wieder einmal haben Ladybug und Cat Noir Paris aus einer misslichen Lage befreit. Dann muss ich nur noch schnell an den Ort des Geschehens und filmen, damit ihr nichts verpasst. Natürlich würde ich zu gerne herausfinden, wer sich hinter der Maske versteckt. Denn wenn ich wüsste, wer Ladybug wirklich ist, könnte ich ihr meine Hilfe anbieten. Leider habe ich bisher noch nicht viel in Erfahrung gebracht. Ich habe sogar in allen Büchern der Bibliothek nachgesehen, aber nichts über Ladybug gefunden. Also versuche ich es jetzt mit meinen eigenen Superkräften, mit genauem Beobachten und hoffe so, Hinweise auf Ladybugs Identität zu finden. Eine Weile habe ich sogar gedacht, dass sie vielleicht eine Wissenschaftlerin ist, die von einem radioaktiven Marienkäfer gestochen wurde, als sie gerade von einem Labor zum nächsten ging. Aber je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr denke ich, dass es die Ohrringe sind, die Ladybug dabei helfen, sich zu verwandeln. Und die Käferstichtheorie habe ich wieder aufgegeben. Aber egal, ich beobachte, ich höre zu und ich teile alles, was ich erfahre, hier mit euch auf dem Ladybug-Blog. Und ich werde versuchen, unsere Lieblings-Superheldin auch weiterhin zu begleiten und zu filmen. Früher oder später werde ich herausfinden, wer Ladybug wirklich ist. Wenn ihr irgendwelche Ideen oder Vorschläge habt, dann schickt sie mir. Ich muss zurück in die Schule. Also dann, Leute, macht's gut und guckt ja wieder rein.